Radio, Sender der Künste, Radio de l'art, Radio della Arte, Trasmettuasiarte, Radio dell'arte. Hallo, herzlich willkommen zu kommende. Wir machen jetzt zusammen Pause. Die Pause ist der Unterbruch von einer Aktivität. Sie wird hauptsächlich zum Regenerieren genutzt, sprich Inaktivität. Allerdings ist die Pause negativ konnotiert. Der Druck auf viel zu arbeiten, Geld zu verdienen und schlicht eine möglichst steile Karriere zu machen, ist allgegenwärtig. Die gesellschaftlichen Werte versuchen vor allem auf das kapitalorientierte Wirtschaftssystem zurückzuführen. Vom Tellerwäscherin zur Millionärin ist das Ideal. Die zentrale Idee von kommende ist es, die Pause umzudeuten in antikapitalistischen Aktivismus. Das Jahr neigt sich am Ende zu. Weihnachten, Semesterende und Neujahr. Die Ansprüche vom Umfeld und an sich selber erreichen ein All-Time-High. Mich nervt Stress gerade, dass ich wieder in meiner halbjährlichen Semesterkrise befinde, weil ich absolut keine Lust habe, irgendetwas zu produzieren. Ich möchte unter keinem Druck stehen, ich möchte einfach eingeladen werden. Ja, Semesterpräsentationen sind auf dem Weg, somit muss ich etwas machen. Am Morgen mag ich absolut nicht aufstehen, wenn ich an die Schule dann deprimiert ich da sein und dann habe ich vielleicht gleich mal so ein okay, ich bin etwas am machen und ich bin okay Tag, weil ich vielleicht jetzt mal ein besser morgen und dann der nächste Tag ist wieder genau der gleiche Scheiß. And I don't know how to get out of it. Yeah, that's it.
in Bern so einen Typ treffen, wo ich nicht mal weiss, ob er Interesse hat an mir oder ob wir uns jetzt wirklich treffen. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst machen sollte, wenn ich das Studium nicht weitermachen will. Ich komme nicht weiter in meinem Projekt. Ich sehe meine Friends viel zu selten. Und ja. Mir geht es momentan super. Wenn es etwas gibt, was mir ein bisschen zu arbeiten macht, ist es einfach in dieser Jahreszeit das Wetter. Ich bin ein Mensch, der gerne sonnig und warm hat, also so verschneit, kalt, neblig und wüst. Danke dir, dass du mit uns Pause gemacht hast.
Hallo zusammen und schön habt ihr eingeschaltet zu unserem Format Sounds zum Flexen. Bei uns dreht sich alles um experimentelle Sounds rund ums Thema Jetzt. Wir haben vor kurzem in unseren Stories gefragt, wie dies jetzt tönt. Auf den Aufruf haben wir mega viele Sprachnotizen von euch gekriegt und einige von diesen Samples haben wir an einen Profi weitergeleitet. Der Martin Reck, er ist elektronischer Musiker und Klangkünstler und heute live bei uns im Studio. Viel Spaß bei seiner Live-Performance mit euren Samples.
Das ist die Live-Performance von Martin Reck. Schaltet auch morgen wieder ein, wenn es heisst «Sender zum Flexen». Und auf die 5 treffen wir uns morgen mit dem Martin zum Interview. Bis dann, einschalten, abschalten, zuhören.
live. You're listening to Art Radio. Sender der Künste. Radio dell'art. Radio della Sende. trasmettuasi arte. Radio dell'arte. Ja, willkommen bei Beat My Beat, der musikalischen Gameshow von der ZHDK. Du hörst Beat My Beat auf dem Sender der Künste. Hallo zusammen, ich bin die Laura und führe euch durch die Sendung. Neben mir sitzt der Sascha. Hallo, hallo zusammen. Genau, er schaut da, dass im Hintergrund alles läuft bei uns. Genau, wir bringen euch jetzt eine grosse Ladung Beats, Spass und Spielerei rund ums Thema Musik. Es gibt also etwas Lichts für euch auf die Ohren. Wir legen die Ernsthaftigkeit für einen Moment auf die Seite. Und das ist, glaube ich, etwas, das wir alle in dieser Zeit im Moment ein bisschen brauchen können. Und ja, so läuft das Ganze ab. Bei Beat My Beat messen sich zwei musikalische Freunde an musikalischen Challenges. Sie sammeln Schlagwörter wie zum Beispiel Banane, Quietsche oder Fröhlich. Anhand von diesen Schlagwörtern müssen sie am Ende der Sendung einen Jingle für Beat My Beat produzieren. Und für das haben sie nur 15 Minuten Zeit. Der Jingle muss also in irgendeinem Sinn etwas mit diesen erspielten Schlagwörtern zu tun haben. Der beste Jingle darfst du als Zuhörerin am Schluss bestimmen auf dem Instagram-Kanal Sender der Künste. Als Preis erwartet der Gewinner 2 Eschgo-Shirts, gesponsert von Eschgo, Team Streetwear Brand aus Baden. Eschgo, die Streetwear-Brand aus dem Herzen von Baden. Jung, fidel und authentisch. Upgrade deinen Style und hol dir deine Freshness-Punkte. Insta-Kanal Eschgo54. Today, das ist ESHGO54. Yes! Wie diese Schlagwörter erspielt werden, zu dem kommen wir gerade noch. Aber zuerst möchte ich unsere zwei Gäste vorstellen, die gerade mit mir hier im Sender der Künste Studio hocken und sich heute dieser Challenge stellen werden. Der Nils und der Nick, heute zusammen. Sali, hoi. Moin. So, was bringt euch da in die Show, beziehungsweise was habt ihr so mit Musik am Hut? Ja, die Laura hat mich in die Sendung gebracht, zuerst mal, weil ich ihre Mitbewohner bin und was ich mit Musik am Hut habe, ich mache das eigentlich schon mehr oder weniger mein ganzes Leben so ein bisschen. Ich habe so angefangen mit Klavier und Gitarre und habe immer eigentlich Freude gehabt, selber produzieren und aufnehmen und auch mit Kollegen und Kolleginnen mal Projekte zu verwirklichen. Voll. Ja, Mann, ich bin hier, weil Nils hier ist. Laura hat Nils in die Sendung gebracht, Nils hat mich in die Sendung gebracht. Und ja, ich mache auch schon seit einigen Jahren Mucke unter dem Namen MC Koralle, Hip-Hop auf Deutsch, aber manchmal halt auch ein bisschen experimentelleren Stuff, so for fun, so wie heute zum Beispiel. Yes. Hey, mega cool. Und du hast gerade gesagt, dass du Musik produzierst. Wenn jemand das möchte auschecken, wo findet man dich? Überall. Also Social-Media-Kanäle, so Instagram, Facebook, falls das noch irgendjemand nutzt. Alles unter dem Namen MC Koralle. Und zum Hören natürlich Spotify, Apple Music, Deezer, alles, was man so kennt. Ja, Mann. Sehr cool, ja. Genau, du hast schon erwähnt, Nils, wir sind MitbewohnerInnen. Und durch das weiss ich auch, dass ihr gerne mal am Freitag oben zusammenhockt oder irgendwie sonst noch mit Kollegen, mit der Gang und etwas produzieren. Ihr zwei zusammen. Wenn ihr zusammen produziert, tut jeder so ein bisschen jede Rolle übernehmen, von A bis Z, also Idee, Songtexte, musizieren, oder habt ihr jetzt schon verschiedene Rollen? Also ich bin am liebsten der kleine Löffel. Nee, also ich glaube, eigentlich variiert das. Oder also ich schätze mal, dass das einfach so ein bisschen, wir machen das halt größtenteils for fun, oder? Und dann kommt da irgendwie was raus. Und manchmal fängt es halt mit Drums an und dann setzt sich Nils hin und macht Drums, oder manchmal mache ich das, manchmal, weißt du, so ganz, wie sagt man, assoziatives Arbeiten könnte man das nennen, schätze ich mal. Könnte ich besser nicht sagen. Sehr gut. Ja.
glaube... ja, ich freue mich sehr, euch in der Sendung zu haben. Und dann können wir direkt starten mit den Quizzes und Challenges. So, ich präsentiere euch jetzt die 3 Schlagwörter, mit denen ihr startet. Die sind noch nicht final und ihr könnt euch durch gute Leistungen in diesem Spiel neue und hoffentlich bessere Schlagwörter erspielen. Sind ihr bereit für eure 3 ersten Schlagwörter? Okay. Let's go. Let's see. Let's go. Okay. Hast du alles Zufall da, oder? Alles Zufall habe ich nicht ausgewählt. Ja. Also, euch das erste Wort ist Vakuum. Wenn ihr das ich gebe das mal zu euch über. Also haben wir jetzt schon... Vakuum. Euch das zweite Wort Gen Z. Okay. Debatable, was ihr damit machen. Und euch das dritte Wort Snack. Okay. Voilà. Das ist tricky. Was haltet ihr von diesen 3 Wörtern? Was gefällt euch, was vielleicht weniger? Also ich finde eigentlich alle gut. Aber das letzte kann ich mir jetzt am ehesten etwas vorstellen, wie man das könnte eventuell umsetzen. Und die anderen sind halt relativ offen und lassen viel Raum für Interpretationen da. Absolut. Ja, das ist richtig. Also ich kann mit Gen Z und Vakuum noch nicht so viel anfangen, aber mal schauen, was so kommt. Mit Snack Show. Ja, Mann. Ja. Mann. Sehr gut. So. Ihr habt jetzt die Chance, bessere Schlagwörter euch zu erspielen, wenn euch die 2 noch nicht so gut gefallen. Und zwar funktioniert das so, mit dem ersten Spiel, wenn ihr natürlich eine möglichst gute Leistung erbringen. Ich tue eure Leistung dann einordnen in sehr gut, mittel oder gebt euch mehr Mühe. Das sind die 3 Kategorien. Und ich habe hier auch so 3 Becherli mit anderen Schlagwörtern drin. Die gilt es zu ergattern. Also natürlich wahrscheinlich, wenn ihr möglichst sehr gut. Das sind eher einfacher interpretierbare Schlagwörter. Und ihr müsst, wenn ihr das Spiel fertig gespielt habt, einen Begriff auswählen, den ihr täuschen dürft. Und der Begriff ist frei wählbar. Ihr müsst den aber täuschen durch ein neues Schlagwort, das aus der Kategorie entsprechend eurer Leistung. Macht soweit alles Sinn? Yes. Sehr gut. Dann ist schon alles klar. Das heisst, da kommt eure erste Challenge. Oh yeah! Sehr gut. Also, das ist falsche Antwort Quizspiel. Und zwar müsst ihr innerhalb von 1 Minute möglichst viele Fragen beantworten mit falschen Antworten. Also, wenn ich zum Beispiel sage, welche Farbe hat Gras, dann ist grün ganz sicher nicht die Antwort, die ihr sagen wollt. Und das Spiel spielt jemand von euch. Das heisst, ihr dürft bald entscheiden, wer das Spiel spielen sollte. Eine richtige Antwort gibt 1 Punkt, eine falsche Antwort gibt -3 Punkte. Also eine falsche, richtige Antwort. Also eine falsche, ja, eine richtige. Genau, Richtig eigentlich müsst ihr ja Antwort. sagen, eine falsche Antwort gibt 1 Punkt und eine richtige Antwort gibt -3 Punkte. Ja, macht das Sinn für euch? Ja. Wer möchte die erste Quiz-Challenge wagen? Willst du das machen, Nils? Ich versuch's mal. Let's go. Okay, ich würde sagen, mein Helferlein der Sascha gibt uns das Go. Möchtest du uns einen Countdown geben? Oh, okay. So. Also du liest schon etwas vor, Laura? Ja, genau. Also zum Okay. Beispiel, Eben, was du vorher gesagt hast, welche Farbe hat das Gras? Und dann sage ich violett. genau, mega oft ist es auch wie so ein Satz, den ihr das letzte Wort ergänzen müsst. Okay. Ich Sind versuche bereit? jetzt. Also ich. Ja. Wer startet? Der Nils. Yes. Super, ja. 3, 2, 1. Eine Gitarre hat 6 Bünd. Musiker machen
Omelette. Die Punkte auf Notenpapier heissen: Kommas. ein Giga versorgt man in einem. Kühlschrank. Das Schweizer Ögli ist der kleine Bruder vom. Severin. Ländermusik ist mega. Innovativ. If you wanna be my. Pult. All I want for Christmas is. Time for myself. Ein Blasinstrument. Geige. Was für Musik macht der Mozart? Hat der Mozart gemacht? Rockabilly. Der Titelsong von Titanic ist. We Will Rock You. Hey, sehr gut. Sascha, weißt du gerade, wie viele Punkte Nils gemacht hat? Eine mittlere Anzahl. Eine mittlere Anzahl. Ja, ich hätte schon fast gesagt, eine sehr gute Anzahl. Aber wir starten mit Mittel. Das heisst, ihr dürft jetzt ein Wort auswählen, das ihr gerne möchtet ertüscheln. Also Vakuum oder Gen Z würde ich sagen, ne? Lass mal Gen Z tossen und wir können nachher noch Vakuum tossen. Okay, fair. Ja, finde ich gut. Das ist so ein Plan. Wir wollen Gen Z gerne wechseln. Sehr gut. Also, dann darf gerade jemand hier aus dem Mittelbecher, den ich in meiner Hand habe, ein neues Wort ziehen. Das darfst du mir geben, Gen Z. So, welches Wort hast du gezogen? Das ist gut, das ist gut. Ich habe Papagei gezogen. Yes, das gefällt euch. Yes. Schon, ja. Ja, das ist eigentlich relativ easy. Top. Jetzt haben wir Papagei. Ich kann einfach Stuff wiederholen, ganz oft hintereinander, oder? Ihr habt da schon Ideen. Sehr gut. Zum Glück ändert sich noch ein bisschen etwas. Das heisst, ihr müsst weiter kreativ bleiben. Und zwar kommen wir jetzt schon zum nächsten Spiel. Ist schon mal super gut geschafft. Merci vielmals, Nils, fürs Mitmachen. Ja, bitte gerne. So, das nächste Spiel ist Songraten. Und das Mal sind ihr beide mit dabei. Ihr könnt beide etwas beitragen, um hier Punkte zu holen. Jemand von euch darf jetzt nämlich Kopfhörer anziehen. Es läuft ein Lied auf diesen Kopfhörer. Und das Lied dürfen wir summen, klopfen, irgendwie sonst zum Ausdruck bringen. Vielleicht auch singen, aber einfach nicht den Songtext. Also «Na, na, na» geht. Wörter wird kritisch. Und zwar geht es darum, dass die andere Person entweder den Songtitel erraten kann oder den Interpret. Beides ist nicht nötig. Man holt so oder so einen Punkt, sobald man das eine weiss. Und ihr habt 2 Minuten Zeit das Mal. Ihr möchtet möglichst viele Punkte holen, natürlich, damit ihr wieder ein cooles Wort ergattern könnt. Falls ihr doch noch ein bisschen etwas täuschen wollt. Ihr müsst so oder so. Genau, macht das für euch schon so weit Sinn? Jo, safe. Sehr gut. Wer redet? Nils, du darfst dir aussuchen. Ich habe da So, tatsächlich keine. kannst du mal da. Also soll ich jetzt vormachen oder Ja, du vor. rätst? Okay. Ich kann Simlisch singen. Simsisch? Simlisch. Simlisch? Ja, halt das die Sprache, die sie bei den Sims reden, I guess. Ah, Simlisch ist das. Okay, sehr Also wenn ich einen gut. Text nicht bringen darf. Eben, du darfst auch klopfen, du darfst grunzen, du Okay. kannst da, also Summen haben wir in Erfahrung gemacht, funktioniert ganz gut. Das Sascha und ich haben das schon ein bisschen ausprobiert. Wichtig ist noch, dass ihr 10 Lieder habt und der Nils darf so oft weiter sagen, wie er will, aber irgendwann sind die 10 Lieder dann auch durch. Okay. Beziehungsweise sie fangen wieder neu an. Sie fangen wieder neu an. Genau, dann könnt ihr auch wieder zum ersten Lied zurückskippen. Und ich Also- mache das dann simultan, während ich es höre, oder wie? Genau, du Okay. hast das auf den Ohren und versuchst dort mit zu singen oder zu summen. Alles klar. Dann hänge ich dich jetzt mal bei mir im Kompi ein, dass nur du die Musik hörst. Jo. Dann wir noch ein bisschen rausziehen. Ja. Und noch ein Kabel. So. Also, jetzt haben wir hier den Nick, der für uns summt, singt und der Nils versucht zu erraten. Kommst du den Ton? Hast du den Ton?
Okay, und der Nils hat keinen. Ich habe keinen. Super, das so Mic muss hier? das sein. Gute Lautstärke? Es war fast ein bisschen laut tatsächlich. Genau, wir sind dann noch ein bisschen uns am Organisieren, aber es kann gerade ready. losgehen. Wir sind schon ready. Okay. Sehr gut, in dem Fall. Der Sascha gibt das Zeichen, ob das gestummen hat oder nicht, falls der Nick es selber irgendwie nicht weiss. Das heisst, er zählt auch Punkte. Alles andere dürfte klar sein. Sind ihr bereit? Ja. Sehr Mal gut. schauen, ob meine Ja, dann Stimmbänder heisst parat es «Let's go, Songraten». 3, 2, 1. Warte, fuck, Alter. Weiter. Tonight's gonna be a good night. Das ist Hat schon er's mal ein geraten? Punkt. Sehr gut. Ja. Okay, okay. Hä? Kesha. Yes, Ui. zweiter Punkt. Mama. Lady Gaga? Wow, das geht schnell. Dritter Punkt. Weiter. Okay. Der Bruder, den kennst du. Den kennst du, warte. Weiter. Ja, Okay. wieder. Ah. Nächster Song, in dem Fall. I don't know. So weiter. Ah ja. Dum dum. Next. Noch 40 Sekunden. Weiter. Ah, Bruder. Ah, meine Stimme. Come on, Bruder. Spice Girls? Nein, aber close. Hey, yeah, wanna. Bruder. Next, sorry, Ah. bro. 1, 2, 3, 4. Outcast. Yeah, man. Yes. Vierter Punkt. Yes. Ah, warte, jetzt habe ich 1, 2, 3, 4. Das zählt. Okay. Oh, I always like you. Nein. Adele. Nein, Bruder. Ah, fuck. das wäre leider so oder so falsch gewesen. Das war Aber Toto. eure Zeit Was? ist Das war Toto. abgelaufen. Africa. Ja, Mann. Ah. Oh, ich werde Halsschmerzen haben. Sehr gut. Oh mein Gott. Kann ich das hier einmal kurz durchmachen? Weil das habe ich gerade so ein bisschen... Ja. Okay. Also, wir drücken ein Auge zu bei deinem einen Songtext, der da vorgekommen ist. Ah ja, sorry. Das, ich hab nein, das ist okay, das lassen wir jetzt mal durchgehen. Ihr Chillig. habt in dem Fall 4 Punkte geholt. Ich würde sagen, der Effort war definitiv beim Nick. Er hat sich sehr viel Mühe gegeben. Ich meinte, ich hätte 2, 3 Sachen noch zusätzlich erkannt, aber der Nils hat natürlich auch gute Leistung erbracht. Ja, ich hätte mir noch ein bisschen mehr raten und vielleicht ein bisschen schneller Skip erwünscht. Deswegen bin ich hier bei Mittel. Das Sascha nicht mehr zu. Können wir knapp geben. Wir geben euch noch mal ein Mittel. Mit dem letzten Begriff sind ihr ja schon ziemlich zufrieden gewesen. Welchen möchtet ihr jetzt tauschen mit einem mittleren Begriff für euren Jingle nachher? Wir tauschen Vakuum. Vakuum wird getauscht. Darfst du mir das gerade geben? Sehr gut. Siehst du wieder, Nick? Und lass uns gerade wissen, was für ein Wort du gezogen hast, bitte. Ja. Glubsch. Was sagt ihr zu dem? Ja. Das ist laut, das kann man gut Interessant. einbauen. Ja, das kann man gut einbauen, stimmt. Ah, Oh, mein super. Hals tut weh vom Nickelback. Ach, das ist ja. Ah. So, sehr gut gemacht. Das zweite Spiel ist gemeistert. Jetzt können wir zu der dritten Challenge. Aber eigentlich schon 3 gute Worte. Dramatische Talentshow Background Story. In den Talentshows scheint ja jeder eine dramatische Background Story zu haben. Und wir stellen jetzt
euch in diese Schuhe, eure Kreativität stellen wir auch auf die Probe. Ihr dürft uns beide eine eigene so eine Background-Story erzählen. Das darf komplett erfunden sein oder einfach total übertrieben. Also, oder wahr und einfach nur total übertrieben. Gute Stories geben gute Bewertungen. Alles andere ist euch überlassen. Ihr dürft hier erzählen, was ihr wollt. Habt ihr noch Fragen zu dieser Challenge? Also einfach Background zu unserer Person, oder was? Genau, also ihr stellt euch so ein bisschen vor, ihr seid in einer Talent-Show. Okay. Ja. Und ja, jetzt sagt euch jemand, was ist jetzt die dramatische Background-Story? Und jetzt Das ist wie so die tragische Story, die bei, weiß nicht, Voice of Germany oder sowas zuvor gezeigt wird, bevor die Leute auf die Bühne kommen. ungefähr so, Okay. so. Ja, genau. Also, du darfst auch einfach erzählen, wie dir dein Gipfel abgekehrt ist und wie schlimm das war. Aber es war natürlich sehr dramatisch gewesen. Ja, easy. Macht das Sinn für euch? Mhm. Also, wer möchte seine Story zuerst erzählen? Ich glaube, du hast gerade schon eine Idee, ne? Das Funkel in den Augen gesehen. Es geht, aber ich kann improvisieren. Du improvisierst super. Wir freuen uns. Okay. Fange ich jetzt direkt an oder? Ja, let's go. Seit ich ein kleines Kind war, wurde ich von meinen Eltern dazu gezwungen, Nickelback zu hören, was seine Spuren hinterlassen hat. Und als ich dann 12 Jahre alt wurde, habe ich mich entschlossen, nicht mehr Nickelback zu hören und habe eine große Liebe für Bon Jovi entwickelt, was auch seine Spuren hinterlassen hat. Inzwischen blute ich regelmäßig aus meinen Ohren, was nicht schön ist, aber mich dazu gebracht hat, noisige Musik zu produzieren und sehr viel Hardstyle zu hören und Breakdance zu machen und zu shuffeln. Und ja, deswegen bin ich jetzt hier, um euch meinen Ausdruckstanz zu zeigen. Ja. Yes, sehr gut. Ich kann mir das vorstellen, wie das so aussehen würde, so als Einspieler in einer Talentshow. Ich kann es mir nicht so vorstellen, ich würde den Ausdruckstanz gerne sehen. Ja, leider können wir das jetzt nicht bieten, aber wir hätten uns das sehr gerne angeschaut. Ja. Für alle, die jetzt nur zulassen. Ich habe mal meinen Ausdruckstanz gemacht. Wie beschreibt man das? Das kann man gar nicht beschreiben. Es war verstörend und abstrakt. Sehr gut. Nils, hast du auch schon deine Background-Story parat? Du darfst sonst direkt losschiessen. Darf ich direkt losschiessen? Ja. Ja, also ich als Musiker, ich tue meine Inspiration eigentlich aus traurigen Momenten ziehen und darum tue ich mich auch sehr oft selber in traurige Momente versetzen. Tue ich zum Beispiel easy oft dann einfach Sendungen schauen und dann einfach das Mist in der Mitte aufhören. Und dann weiss ich halt nicht, wie es ausgeht und das zermürbt mich halt so und das gibt mir so viel Inspiration für meine Songs. Dann. Das ist, ja, das glaubst du gar nicht, wie mich das fertig macht. Nein, und ja, allgemein auch tue ich mich auch so isoliere, so 3 Wochen lang, dass ich richtig so in mich gekehrt bin und auch eine Woche lang nichts essen. So, ja. Alles für die Inspiration. Alles für die Inspiration. Wow. Ja. Ist wahr. Was sagst du zu dem, Sascha? Ein bisschen weniger dramatisch, aber ich finde es immer noch sehr... Es ist mir schon näher gegangen. Es ist fast ein bisschen Tränen runtergelaufen. Ja. Jetzt dürfen wir da auswählen, welcher Kategorie wir das zuordnen sollen. Ich würde sagen, ich bin da schon fast bei sehr gut. Bin ich auch, aber weil sie so sehr gut sind, würde ich mich eben schon noch fragen, ob sie nicht auch irgendwie etwas Schwieriges handeln können. Aber das würde ich jetzt ihnen überlassen. Also es ist ja so, wir sagen euch in dem Fall, ihr dürftet jetzt einen Begriff mit sehr gut täuschen. Aber wenn ihr euch ein bisschen eine grössere Challenge hergeben wollt, dürftet ihr natürlich auch einfach eines von den anderen überlegen. Wir haben die Wahl. War das jetzt die letzte schon? Oder Jetzt kommt noch das 4. Spiel. Das heisst, wir haben jetzt erfolgreich das 3. Spiel abgeschlossen. Okay. Das ist jetzt aber das letzte Mal, wo ihr einen Begriff täuschen könnt. Als nächstes gibt es eine kleine Änderung. Und zwar bekommt ihr beim 4. Spiel einen 4. Begriff mit dazu. Der ist dann
final und dann ist auch eure gesamte Auswahl an den 3 Wörtern, die ihr schon habt, final. Das heisst, das ist noch ein bisschen ein Joker dort am Schluss, was dort noch dazu kommt. Alright. Und dann geht es dann schon an die Jingle Challenge. Also, vielleicht als erstes, welchen Begriff möchtet ihr gerne tauschen? Ja, welcher sagt dir am wenigsten zu? Fast der Glubsch. Glubsch? Ich hätte auch Glubsch oder Snack gesagt, aber du kannst sonst die ultimative Entscheidung fällen. Snack ist halt auch. Glubsch ist halt so ein Wort. Das kann ich Ja, easy. Dann geben wir Snack, oder? Ja, Easy. wir geben Snack. Wir geben Snack, Also ja. Snack soll austauscht werden. Sind ihr jetzt da bei den sehr gut, also eher einfachen Wörtern, oder möchtet ihr euch vielleicht doch eine Challenge stellen? Das Ding ist, wenn wir jetzt im nächsten Spiel richtig verkacken, dann kriegen wir ein schlechtes Wort. Ne? Das ist ein bisschen das Ding. Ich würde Ja. auch noch bei der nächsten Challenge euch noch eine Challenge geben, wenn ihr das wollt. Das stimmt. Ihr dürft jetzt auch einfach mal euch auf sehr gut ausruhen. Sind dann vielleicht aber weniger spannende Wörter, sind sehr einfach umsetzbar. Wir haben jetzt schon 2 mittlere eigentlich. Willst du schon sehen, was für der sehr gute dabei ist? Ja, true, sonst sehen wir das gar nicht. mehr. Also, bitteschön, ich habe euch mal den sehr gut her in dem Fall. Sie ziehen und was haben sie? für eine Rutschbahn. Rutschbahn. Das soll sehr gut sein. Also, ja, Ich lieber den anderen Namen. Ja, du, manchmal ist Pech. Das war im Fall. Ihr seid nicht so zufrieden mit euren Wörtern, also mit dem Wort jetzt. Ja, so Rutschbahn ist so semi, ne? Ist schon umsetzbar wahrscheinlich. Ei. Hättet ihr vielleicht doch besser ein ganz schwieriges Wort genommen? Ja. Nein, alles klar. Ihr bekommt aber noch ein 4. Wort mit dazu bei der letzten Challenge. Guess the Celebrity. Da geht es eigentlich darum, wir haben einen richtigen Namen von einem Künstler oder von einer Künstlerin und es geht darum, dass wir die bekannte Person, also den Künstlernamen, kann dem zuordnen. Also nochmal, der richtige Name, den man nicht kennt, muss man einer Auswahl an Künstler oder Künstlerinnen, die man unter einem Künstlernamen hat, kennt, zuordnen. Also ihr bekommt 3 zur Auswahl und ihr dürft einfach sagen, es ist der, die oder der. Okay. Macht das Sinn? Ansonsten würde ich einfach mal die erste Frage euch stellen und dann kommt ihr direkt aus. Genau, ihr dürft euch zusammen besprechen. Es sind 3 Namen, die ihr dürft zuordnen. Das heisst, die Entscheidung ist extra wichtig. Die erste Person, Belcalis Marlenis Almanzar, ist entweder der richtige oder der Name von der Rihanna, der Cardi B oder der Shakira. Nochmal den Namen bitte. Ich muss da dazu sagen, vielleicht spreche ich den nicht ganz richtig aus, aber ich probiere es nochmal. Belcalis Marlenis Almanzar. Almanzar? Belcalis Marlenis Almanzar. Hast du Almanzar den ist der Nachname, Belcalis ist der erste Vorname. Eigentlich ohne zweiten. Ja, Belcalis Almanzar. Entweder es ist die Rihanna, die Cardi B oder Shakira. Kannst du noch mal das letzte Mal den Namen vorlesen? So, Belcalis Marlenis Almanzar. Hast du gerade einen der 3, der dir am ersten... Eine Vermutung. Mein erster Gedanke war so Cardi B. ja, mein erster auch. Ja, also weil ich habe keine Ahnung. Dann, Ja, ich auch. wenn das unser erster Gedanke war. Wortlaut auch irgendwie. Habe ich mir vorgestellt, aber wahrscheinlich überhaupt nicht. Ja, dann weiß nicht, wir haben ja keine... Gehen ihr mit keine- eurer wir haben keine Ahnung. Intuition auf Cardi B. Und Cardi B stimmt. let's go. Nice. Sehr gut, schon mal ein erster Punkt. Direkt zum zweiten Namen, das ist Onika Tanja Marai. Sagt euch schon etwas? Nee. Ich lese euch mal die 3 KünstlerInnen vor. Entweder es ist Nicki Minaj, die Madonna oder Doja Cat, die sich hinter dem Namen verbirgt. Wer war letzte? Doja Cat. Sagt ihr nicht? Nee. Okay. Vielleicht ist das nochmal einfach ein sehr erfolgreiches Raten, das ihr jetzt angehen müsst. Ich sage euch nochmal den Namen.
Onika, Tanja, Marei. Entweder Nicki Minaj, die Madonna oder Doja Cat. Puh, ich habe keine Ahnung. Vielleicht sagt man auch Onika, Tanja, Maraj. Okay. Aber Marei. es tönt so ein bisschen... Ja. Wer ist am ehesten eine Monika? Niki. Ist Nicht Monika, Onika, mit ohne M. Moika. Onika. Onika. Onika, es Okay. fängt mit O an. Aber ja, voll, das könnte Niki Ja. sein. Ja, voll, doch. Oder? Ja, doch, das ist smart eigentlich. Nicki Minaj. Onika. Nicki Interessant. Minaj ist Ah, geile richtig. Sau, ey. Intuition. Nice. So, jetzt haben wir noch den letzten Künstler. Wird Und geasty. das ist der Steveland Hardaway Judkins. Ich muss wieder sagen, hoffentlich spreche ich den Namen richtig aus. Also, Steveland Hardaway Judkins ist entweder der Snoop Dogg, der Bruno Mars oder der Stevie Wonder. Ich sage nochmal den Namen. Steveland Hardaway Judkins. Also ich glaube, das halt am ehesten irgendwie, ne? Also, aber es könnte auch eine Falle sein. Ich kann mir eigentlich überleiten. Entschuldigung, kannst du mal sagen? Es könnte schon noch eine Falle sein, wenn das jetzt, wenn wir jetzt Stevie Wonder sagen. Aber ich meine, wir sind zwar mit der Intuition richtig. Ja, true. Aber es ist immer weit hergeholt. Ja, so Onika war jetzt nicht so weit hergeholt. Ja. Niki, Steve. Steveland Hardaway Judkins. Entweder es ist der Snoop Dogg, der Bruno Mars oder der Stevie Wonder. Ihr habt schon Vermutung. Ja, so meine Vermutung war Stevie Wonder dann auch. Bleibt ihr bei der? Ja. Okay, eure dritte Vermutung. 2 sind bisher sehr erfolgreich gewesen. Und die dritte ist auch wieder richtig. Sehr gut. Das muss ich ehrlich sagen, hätte ich wirklich nicht erwartet, dass ihr hier alle 3 richtig habt. Weil ich muss ehrlich sagen, ich hätte hier auch einfach müssen raten. Aber ihr habt ja 3-mal sehr, sehr gut geraten. Das heisst, wir sind definitiv in der Kategorie sehr gut nochmal angelangt. Also ihr habt euch wirklich top angestellt hier in diesen 4 Challenges. Das heisst, ihr bekommt jetzt euren 4. Begriff von sehr gut, wenn ihr das möchtet. Und dann geht es an die Jingle Challenge. Wenn ihr einen Begriff aus sehr gut ziehen. Ist das dann wieder sowas wie Rutschbahn oder wie? Ja, ich kann nichts versprechen, aber ja, Rutschbahn hätte ich vielleicht in eine andere Und jetzt die Kategorie Nummer, können ich hab sein. noch gar nicht gezogen. Was für Parameter haben die gemessen, ob die gut oder sehr gut sind? Wie alles in dieser Show nach persönlichem Ermessen. Okay, also gut. Wenn wir Wir sind hier ganz deinem neutral Herzen. natürlich. Folge deinem Herzen und zieh irgendwas. Sie sind das sehr am Debattieren. Challenge. Soll ich Mittel nehmen? Ja, okay. Nehmen wir Mach Mittel. Mittel. Das ist doch easy. Ja. Das läuft. Mittel ist auch okay. Sie ziehen aus Mittel. Okay, nicht reinschauen, man sieht es. Also das mal zieht der Nils, nicht der Nick. Sehr gut. Was hast du für einen Begriff gezogen? Rotlicht. Rotlicht. Okay, das läuft, das läuft. Das läuft. Ja, Mann. Was sagt ihr zu diesem Begriff? Also das erste, was mir in den Sinn kommt, ist so in so ein Racing-Game, so Echt? keine Ahnung. Okay. Was so unschuldig. Ihr denkt, man kann es verschieden interpretieren. Ja, wir müssen direkt vorwärts machen. Wir kommen nämlich jetzt zu der Kategorie Jingle Challenge. Ja, machst ein bisschen so Geschmatze oder so. Was sind jetzt die 4 Begriffe, die ihr habt? Könnt ihr die uns nochmal alle sagen? Rotlicht. Glubsch, Rotlicht, Papagei und Rutschbahn. Sehr gut. Und zwar ist ja jetzt eure Challenge, in 15 Minuten einen Jingle herzubekommen für die Sendung Beat My Beat. Der soll einfach so ein bisschen die Essenz von diesen 4 Wörtern vereinen. Also ihr dürft uns dann gerne erklären, wie das miteinander in Relation steht. Irgendwie muss da eine Connection gemacht werden können. Der Jingle soll nicht länger als 15 Sekunden sein und er soll die Wörter Beat My Beat drinnen haben, gerappt, gesungen, gesagt, in irgendeiner Form. Macht das alles Sinn für euch soweit? Jupp.
Sehr gut. Aber wie wir die Wörter umsetzen, musikalisch, Das rhythmisch, ist euch uns überlassen. Genau. Und während wir uns kurz ready machen für das, eine kleine Message von unserem Preissponsor Eschgo. Eschgo. Dir ist Nachhaltigkeit wichtig? Uns nämlich auch. Darum redest du mit jedem Eschgo-Pulli, den du kaufst, ein Schildkröte vor dem... Was? Kein Budget? Aha, so sollte das noch bezahlbar sein. Und wie machen wir das genau? 100% Bio-Baumwolle und Fairtrade. Und das geht. Ja, crazy. In dem Fall, hol dir deinen 100% Bio-Baumwoll-Pulli-Drip jetzt bei Eschgo und mach der Umwelt und deinem Portemonnaie etwas Gutes. Jetzt nur auf dem Insta-Kanal Eschgo54. Today! Das ist ESHGO54. Super. Dann tun wir uns gerade fürs Produzieren vom Jingle einrichten. Die zwei Jungs sind da gerade noch ein bisschen am Überhocken, um ihr Material zu haben. Hört man die beiden schon? Zum Moment. Das ist ein Set-Change. Jetzt. An alle, die jetzt am Zuhören sind, wir können uns erstmal entspannt zurücklehnen. Wir tun jetzt mithören, wie der Jingle zustande kommt. Sie müssen die 4 Wörter irgendwie umsetzen und wir hören ihnen da so ein bisschen Schritt für Schritt zu, was sie miteinander besprechen, was sie für Ideen dazu haben. Und in einer Viertelstunde müssen sie dann fertig machen und uns den Einspieler, den Jingle, präsentieren. Dort sind wir nämlich dann hart in der Zeit und müssen dort dann abbrechen. Ich gebe ab und zu durch, wie lange ihr noch Zeit habt. Alle 5 Minuten. So grob. Ja, sicher. Vielleicht so bei der letzten Minute oder so. Das wäre nochmal cool, damit wir dann alles abschließen können. Ja. Ich muss gerade schon schauen, ob alles ready ist. Okay. Mike, oder? Ja. Ui, ist das laut. Ja, das ist schon ein bisschen laut. Ja. Mike ist aktiv, oder? Ich kann gerade schon testen. Ich glaube, wir haben es gerade. Was benutzt ihr jetzt hier, um euren Jingle zu produzieren? Vielleicht könnt ihr uns das noch schnell mitteilen im Vorhinein. Nils benutzt Cubase und ich benutze Nils. Sehr gut. Also ihr habt hier euch Instrument mehrheitlich daheim gelassen. Ja, gerade in den 15 Minuten. Ich kann sich noch Instrumente so mitnehmen, aber mit MIDI ist alles quantisieren. Genau. Ihr habt nämlich schon euch im Vorhinein viel Gedanken gemacht. Aber ihr habt euch etwas überlegt. Sehr gut. Also, ihr... Das ist doch auch ein neues Bewusstsein, das hier aufkommt, was alles für einen Jingle benötigt wird. Also, ihr habt eure 4 Begriffe. Die sind euch klar. Die Aufgabe ist euch klar. Soweit, so gut. Technisch sind wir... Wir sind ready. Okay, sind wir ready? ich glaube, wir hören die beiden noch nicht so gut. Aber... Könnt ihr euch schnell sagen, Hallo. wie wir eingestellt sind? Gut. Jo. Also ich habe mich jetzt nicht, aber es die ist auch beiden gut besser. Und sonst würden wir mal starten und wir schauen unterdessen, dass das besser noch ein bisschen wird. Okay. Aber ihr seid bereit? Ja. Wir sind auch bereit. Dann laufen die 15 Minuten ab. Jetzt. Okay, folgender Plan. Drums rein. Drums müssen wir erstmal nicht groß beachten. Wir können vielleicht zum Glubsch so ein oder so machen. Ja. Oder so ein... Ja, oder so einer, nicht lang. Ja, lass das, sobald wir die Kick drin haben, okay. kannst du das direkt aufnehmen. Das ist dann einfach als Snare. Einfach so simpel. Mhm. Ja, perfekt. Yes, Ich glaube, den letzten kannst du sogar wieder rausnehmen. Ich denke, so ein Auftakt oder so. Aber schauen wir mal. Also ich glaube, viel länger muss es ja gar nicht sein, oder? Ja, voll. Wir können es ja mal drin lassen, nachher mal Voll. schauen. Das mal so duplizieren. Zack. Okay. Okay. Soll ich gerade aufnehmen? Jetzt den poppenden, den glubschigen. So nimmt es.
Sehr gut. Okay. Das klingt super. Okay, jetzt Ich hätte auch eine Idee, wie wir den Rutschbahn ein bisschen cheaten können. Okay. Wir sagen einfach Rutschbahn. Und wir sagen es zweimal, damit wir den Papagei drin haben. Okay. Okay. Also, wenn wir das als Snare benutzen, oder Glubsch, oder? Ja, voll. Oh, Ja, der ist ein bisschen leiser, ja. Ja, der ist gut, Okay. Geil. Jetzt haben wir es dann gerade. Yes. Aha, Sollten wir noch erklären, was wir machen, oder können wir einfach da... Ich glaube, wir machen das einfach. So ein bisschen erklären wir es ja dadurch, dass wir sowieso Konversation führen. Vielleicht jetzt eine Melodie oder sowas. Yes. So ein etwas. Wir könnten fürs Rotlicht ein Stöhnen aufnehmen und das dann in einen Sampler packen. Yes. Und noch ein Reverb drauf, damit das dann so ein bisschen Ambiente hat. Gefällt mir. Ich liebe es, wenn du stöhnst. Ja, okay, soll ich stöhnen den noch? Mach mal, ja. Ich muss ja noch kurz aufstoßen. Okay. Die zweite hat mir gefallen. Okay, ja? Die erste war auch super. Oder ist die erste besser gefunden? Nee, der zweite war ein bisschen besser, weil er auch Ja, ein das ist bisschen ein leidend war. Das ist ja genau das Ding. Der ist ein bisschen zu hoch, geh mal bitte. Oktave tiefer. Lol. Ja, stimmt, du musst noch gecuttet werden. Wie viel Zeit haben wir noch so für das Protokoll? Jetzt aktuell haben wir genau noch 12 Minuten. 12 Minuten. Lässig, Alter, das schaffen wir locker. Der ist geil, das ist richtig Wenn geil. wir gerade so das Intro so... Okay. Aber Also, dann müssen wenn wir ich noch das ein bisschen richtig reverben. höre, habt ihr da schon einige Elemente einbauen? Welche Wörter sind ihr gerade dran am Arbeiten? Wir arbeiten gerade am Rotlicht, Yes. um es ein bisschen sexy zu machen. Und wenn ich das so höre, schaffen wir es nicht ganz, aber es ist unterhaltsam. Ja, genau so. Doch voll, das ist geil. Ich glaube, das ist es schon, glaube ich. Ja, das ist heftig. Das klingt schon sehr gut. Nehmt uns gerne mit auf die Reise, was ihr am machen seid. Ihr seid ja hier laufend am Kommentieren, was, wie, wo ihr für Ideen habt. Natürlich sind wir sehr konzentriert, aber wenn ihr immer irgendwie einen Kommentar dazu abgebt, sehr gerne. Wir sind da gerne mit dabei. Ja, wir haben gerade das Stöhnen aufgenommen und das so ein bisschen zurechtgepitcht, dass wir das mit dem MIDI-Controller als Instrument aufnehmen konnten. Jetzt hauen wir da noch einen Reverb drauf, damit das ein bisschen atmosphärisch wird. Aber ja, das ist so aktuell der Vibe. Und ein Delay. Natürlich. Das ist so unsere geheime Zutat. Ja, vielleicht ein bisschen mehr Delay noch. Nee. Das weißt du, so dass sich ein bisschen wiederholt. Okay, vielleicht noch was Melodiöses. Voll, ich hätte gesagt, ich nehme innen so ein E-Piano und nachher können wir aus dem Rotlicht immer so ein bisschen funky R&B-Type-Shit machen. Irgendwas was classy ist. Ja, Nils macht jetzt noch so ein bisschen classy E-Piano, was auch so ein bisschen den Rotlichtfaktor unterstützen muss, damit der nicht nur dirty kommt. Was? Das ist das Rotlicht? Keine Ahnung. Ja. Der ist geil. Okay. Den Original-Stöhner kannst du, glaube ich, rausnehmen. Der ist ja, voll. Okay, Hast du es so gefühlt, aber... Ja, voll, das war geil. Aber der Stöhner muss ein bisschen leislicher, ja. Echt? Ich fand's eigentlich recht geil. Okay, aber auf das den Kopfhörern das Poppen vielleicht auch noch mit einem kleinen Reverb. Also das Glubsch, weißt du, ich meine? Das ist genau, der, ja. dass da ein kleiner Reverb noch drauf ist.
Stückchen Kompress. Ihr habt noch 9 Minuten Zeit. Okay. Oh, wir sind schneller denn je, habe ich das Gefühl. Ja. Na, jetzt machen wir gerade noch einen Reverb auf den Glubschton drauf, der die Snare bildet. Ah, man könnte die Snare noch doublen, wenn man so einen Snare Ja, so stimmt. Oder warte, weißt du, was geil wäre? Wenn wir die Rutschbahn noch reinbringen könnten. Ah, ja. Dass wir in die Snare noch wie so ein Quietschen, aber wie erzeugen wir ein Quietschen, ist jetzt die Frage. Mit dem Mund. Ja. Oder Also warte, wenn wir jetzt mal so um die andere... ja. Ihr dürft euch gerne doch ein bisschen im Studio umschauen. Easy. Ich stehe schnell auf und suche irgendwas, Okay, was ich quietscht. versuche mal etwas weiterzumachen. Ich mache etwas weiter. Ich versuche jetzt mal einen Bass hier einzuspielen. Hört man mich da gut? Also muss ich Leute reden? Ist das Wir gut? hören dich. Alles gut. Ja, Und der es ist Link halt, ist auf der Suche nach einem quietschenden Objekt. genau. Es ist natürlich jetzt schade, alles per MIDI einspielen. Die würde ich das selber einspielen, aber super. Mit dieser Challenge müssen wir jetzt Kompromisse gehen. Uiuiui. Vor allem kann ich nicht abschätzen, ob sie es gut tun, weil auf diesen Kopfhörern glaube ich alles nicht so kristallklar tönt, aber mit dem müssen wir jetzt... Mach die Aufnahme bereit, ich habe was Quietschendes. Okay, So, ich habe jetzt meinen Finger nass gemacht und einen Plastikbecher geholt, okay. um was Quietschendes zu erzeugen. Schnell, solange der Finger nass ist. Okay. Weißt du, was ich meine? Ja. Okay, das können wir vielleicht ein bisschen die Länge ziehen, noch auch Höhen Tiefen rausnehmen auf jeden Welcher Fall. fühlst du? Die letzten 4, oder? Ah, ist schon da. Ah, yes. Legende. Ja, auf jeden. Der Nils bekommt gerade neue Kopfhörer. Yes. Alright. Ich stelle das gerade schnell. Oder warte, ich stelle das ganz kurz hier auf den Tisch. Jetzt sind wir da. Ich sage euch unterdessen schnell, wenn ihr in der Zeit liegt, ihr habt jetzt noch 6 Minuten und 45 Sekunden. Okay. So weit, so gut. Ah, du musst schon ganz drehen. Okay, folgender Plan. Moment. Ja. Wir nehmen bei dem Quietschen Tiefen raus. Das Ja. ist wichtig, weil der ein bisschen zu tief ist stellenweise. Und Oh. packen da auch noch Reverb und Delay drauf. Und das packen wir dann einfach an die Snare. Tief Richtung. raus, ja? Ja, voll. Geil, kannst du den noch time stretchen? Geht das? Ich glaube mit dieser Version eben nicht. Nein. Okay. Das ist ein bisschen schade, aber... Ja, von denen sind eigentlich alle ganz geil. Voll. Sonst Willst du alle cheaten wir das nehmen? mit dem Reverb. Einer von denen einfach, Aha, oder? einer. Wäre Okay. noch chillig. Ja, der erste vielleicht Der nicht. erste. Nicht? Nee, da ist nämlich noch so ein Klacken drin. Der letzte, glaubst du, oder? Ja, das läuft. Aber zu viel würde ich im Fall auch nicht bearbeiten, das stimmt dann wieder rutscht. Ja, voll. Einfach so ein bisschen, dass es noch reverbt, Okay. damit es sich auch einfügt in das. Also, Yes, ja voll. ja, man merkt vielleicht, dass ich irgendwie das Gefühl habe, dass auf alles irgendwie Reverb drauf muss. Aber das ist so das, was ich daraus gelernt habe bisher, dass das einfach dadurch mehr zusammenpasst. Gerade wenn es so ein bisschen abstrakt ist. Voll, genau. Ich darf euch noch schnell daran erinnern, dass ihr Beat My Beat auch noch einsprechen wollt. Oh Ja, ja. das kommt auf jeden Fall als Und nächstes, dann haben wir die nämlich, glaube ich, Zeit alles. ist 5 Minuten 20, also ihr habt Okay. noch gute 5 Minuten Ich habe Zeit. jetzt leider gerade einen Fehler gemacht, ich war auf der falschen Spur. Okay. Das ist kein Problem. Dann machen wir da. So. Muss kein riesiger drauf sein, so ein In dem Fall bisschen. so ein Small and Wide. Genau. könnte ich dann. Yes. Okay. Wo willst Vielleicht du? können wir ihn einfach bei jeder zweiten Snare machen oder einfach mal auf die Snare drauf und mal schauen, wie das klingt. Okay, ich mache noch ganz schnell etwas Wichtiges, um es anders zu zusammen. Schnell Hi-Hats. Hi-Hat? Okay. Ja, ganz schnell. Okay, und danach können wir uns eigentlich schon mal ums Beat My Beat kümmern. Voll. Ne? Das ist noch wichtig. Ah. Ist das etwas? Ja, das klingt geil.
Ja, doch, das läuft. Ah, das sind die Closed. Ich habe die Closed Hats gesucht. Sorry. Okay, Nils nimmt gerade Hi-Hats auf. Ja. Okay, geil. Okay. Das ist geil. Wenn wir, was haben wir noch? Beat my Beat müssen wir reinbringen. Ah ja, und Papagei auch noch. Ja, Papagei. Ja, wir können das Beat by Beat vielleicht mit dem Papagei kombinieren. Yes. Noch 3 Also was, wenn wir so, wir haben noch 3 Minuten. Wenn wir so ein, 25. wenn wir so ein Chörli machen, so verschiedene Dings stacken irgendwie. Ich muss es suchen. Beat my beat. 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 Ich hoffe, das hört mir jetzt da. Okay. Jetzt sind wir da aber ganz hurtig. Das war gerade, glaube ich, so low-key improvisiert. Aber ich glaube, dass das gut kommt. Ich glaube auch. Ich glaube, das kommt super. Aber ich würde schon sagen, dass wir es so ein bisschen Call-and-Response-mäßig lassen. Voll. Ich dachte, ich tue wie so. Weil es eben den Papagei dann auch widerspiegelt, weißt du? Voll. Ich denke, ich mache das Ihnen so. Langsam müsst ihr Gas geben. Ihr habt nämlich jetzt noch 2 Minuten 30. Wie kommt das? Ui, das ist jetzt auch nicht so rausgekommen, wie ich will. Sie sind konzentriert. Ich lasse sie mal arbeiten. Ja, beim Endspurt ist wichtig, ne? Beat my beat. Ja, doch, ist gut. Beat my beat. Kannst du nach dem zweiten eigentlich cutten. So, oder? Voll und den Tiefen vielleicht nochmal doppeln. Beat my beat. Yes. Also ich habe den ja mehrmals aufgenommen, dass wir einfach einen Teil davon nochmal reinhauen. Aha. Voll. Aha, so. Ja, egal, ich kann jetzt einfach den. Irgendwie. My beat. Ui, langt das da noch überall? Ah, Gott, ist das stressig. Okay. Das heißt, da muss auch noch, also... Reverb, ja. Ganz viel. Das ist ganz korrekt erkannt. Genau, der muss nämlich Moody kommen. Und danach wäre es das eigentlich Moody schon. Jazz. Moody Jazz? Oh mein Gott. Wieso benutze ich nicht meine Tastatur, wenn ich sie so extra mitnehme? Gute Frage. Uiuiui. Uiuiui, du sagst es. Oh mein Gott. Ja. Okay, oh mein Gott. Okay. Ja, dann müssen wir einfach mal... Aber wir müssen es noch mehrmals drin haben, glaube ich. Noch 1 Minute. Okay. Das Voll. ist einfach Und ein bisschen leiser machen. Okay, Das ist alles gruppieren und dann einfach ich kann zusammen das leiser einfach alles in machen. eine Spur rein tun. Ausgewählt in neuen Ordner. Naming Convention ist, glaube ich, nicht so wichtig. Ja, das stimmt, aber... Ja, okay. Ich glaube, wir sind basically fertig. Wir müssen die Spur noch ein bisschen leiser machen. Wo ist es? Oh mein Gott. Nils sucht gerade den Lautstärkeregler. Egal, Also, wenn wir haben jetzt noch 25 Sekunden. Okay. Wir sind ein bisschen kulant, aber schaut, dass ihr fertig werdet in den nächsten Ja. 30 Sekunden oder so. Okay, ja, jetzt können wir nicht mehr dran. Und ich glaube, es ist viel zu lang. Aber hoffentlich sind wir auch kulant. Beat my beat. Also die Position finde ich schon ein bisschen semi. Semi? Hast du vorher Ja. besser gefunden? Ja, eigentlich schon. Okay, dann lassen wir es so. Voll. Ich habe nur gedacht. Okay, So. ich denke, dass wir fertig sind. Demnach. Die Zeit ist jetzt abgelaufen. 15 Minuten. Müsst ihr noch 1, 2 Handgriffe machen oder sind ihr so weit? Hey, also... Dürfen wir noch einen Handgriff Wir machen? könnten noch 100 Handgriffe machen, Ja, ja, fast ein Höchstens, bisschen. also so, drin. wenn es jetzt noch so ein Lautstärke-Ding ist, dann lassen wir Ja, das es gerne ist noch jetzt zu. mehr so ein bisschen Alles ein andere Längenproblem, wird, glaub weil ich halt da keine Sekunde angezeigt und ich finde es eigentlich schwierig zum... Ist doch egal wie, also weiß nicht. Ich würde sagen, wir sind fertig, Sind oder? wir fertig? Easy. Oder? Wenn wir so das letzte Mal... Ja, Du kannst den eigentlich noch kopieren und danach sind wir fertig. Welche? Das sind die Hi-Hats, oder? Weil die hören einfach auf. Die haben wir gar noch nicht aufgenommen. Die sind doch schon drin. Mhm. Was ist das dann? Doch? Ah doch, das sind Hi-Hats.
Ah, das Ja, stimmt. die kopieren wir noch und dann sind wir fertig. Yes. Fuck, sind nicht mal gelangt für den Bass. Okay, weil jetzt haben wir alles in einem Guss. Okay, Ja. easy, chillig. Easy. Uiuiui. So, Danke für die Zeit, die wir noch extra haben Yes. durften. alles gut. Ich glaube, das ist wichtig, dass ihr das noch ein bisschen abschließen könnt. Aber die 15 Minuten haben wir mehr oder weniger einhalten. Ja. Und wir haben etwas herbekommen. Und das hören wir uns dann gerne jetzt mal an. Jetzt? Ja, bitte. Okay. Sollen wir schon kommentieren oder einfach mal... Nein, lasst es einfach Ich mal glaube, wir wirken. hören das zuerst mal an Liebe und dann lasse ich Zuschauer, euch kurz Könnt ihr erklären. erklären, was da Sache ist. Okay. Easy. Ist gut. Wir sind parat. Beat my beat. My beat. Beat my beat. Das Okay, das ist war- scheiße, oder? Das letzte. Können wir das letzte noch rauslöschen? Oder? Was jetzt? Also das zweite meinst du? Ja, Ja. keine Ahnung. Ich glaube, wir dürfen nichts mehr machen. Ja, ich glaube auch nicht. Wir haben die Pianos nur zur Hälfte drin. Ja. Wir haben manche Sachen noch bis zur Hälfte Also, drin. vielleicht schnell 1, 2 Sätze zu was, welches Element geworden ist. Ja, also wir könnten gerade mal... Wir haben da angefangen mit so einem Stöhner vom Nick. Wenn wir da, Das bin ich. genau. Und wir haben gedacht, so, hey, machen wir das doch als Snare. Und dann haben wir das halt so eingebaut, als Snare. Und dann, Also das ist Ah, nein, das ist nicht eigentlich Snare. muss ich nur wissen, was sind die 4 Begriffe. Also das ist unser Aha, Rotlicht, das das ist wir das ein Teil haben. unseres Rotlichts. Was haben wir Genau. sonst noch für Begriffe? also wir haben versucht noch, wir sind leider nicht ganz fertig geworden, so ein bisschen, weil so ein bisschen Rotlicht oftmals mit so ein bisschen R&B-Sound, so ein bisschen was Lässigem und wir haben das versucht zu rekreieren, man merkt es überhaupt nicht, aber Ja, ich finde, dass das Piano eigentlich ganz classy wirkt. ja, weißt du. ja, okay. Also man kann es Mit so viel durchgehen Vorstellungsvermögen kann man Hey, wir schlecht gehen drauf weiter zu den anderen Wörtern. Okay, dann haben wir noch Glubsch drin. Glubscht. Eben, das ist der, den ich vorher gemeint habe als Snare. Das war genau die Snare. Genau. Das ist also Das das ist der, den wir so Sehr aufgenommen gut, haben. Und einfach noch ein bisschen bearbeitet haben. cool. Das Und dritte Rutschbahn. Wort. Genau. Rutschbahn, das ist der oder hä? Das war, genau. Ja, da habe ich den nassen Becher, also einen Becher und meinen nassen Finger genommen und dann mal drüber gestrichen, damit es da so ein bisschen quietschendes Geräusch macht, halt so ein bisschen rutschbahnmäßig. Ist authentisch, muss ich sagen. Ja, ist authentisch, ist ein bisschen kurz gekommen. 15 Minuten sind anscheinend Mit noch dem nicht haben so wir lang. Rutschbahn und dann haben wir noch Papagei. Papagei. Ja, das haben wir beim Beat My Beat so ein bisschen Oh, fuck. reingemacht, indem wir das einfach zweimal gesagt Ja. haben, so Call-and-Response-mäßig ist so ein Aber es bisschen hat eben diese Zeit nicht mehr ganz... Ja, die einfache mal. Phase. Aber ich muss sagen, ich merke, ihr habt da noch nicht alles, was ihr so kreiert. Ihr habt sehr gut kreiert, ihr habt noch nicht alles so gut können zusammenbringen, weil es am Schluss recht knapp geworden ist. Aber man muss auf jeden Fall sagen, die 4 Schlagwörter haben ihr tiptop integriert. Geil. Also das haben ihr geschafft. Und es ist natürlich auch eine Herausforderung, in 15 Minuten so einen Jingle herzubekommen. Aber der ist ja schon mal eigentlich richtig cool gekommen, beziehungsweise es hat mega Spass gemacht, euch zuzulassen, wie ihr das gemacht habt. Und ja, damit möchte ich euch eigentlich Danke sagen, dass ihr euch dieser Challenge gestellt habt. Die Spiele habt ihr sehr, sehr gut gemeistert, würde ich so behaupten. Und morgen auf die 6 sind wir wieder live mit einem neuen Zweierteam. Und die versuchen sich dann bei anderen Spielen und Challenges, aber bei der gleichen Beat My Beat Show zu behaupten. Und die müssen zuerst mal einen besseren Jingle herbekommen als euch. Und am Schluss dann können sie den Gewinn abstauben. Also entweder ihr, das Team vom Mittwoch oder das Team vom Donnerstag. Morgen haben wir nämlich auch noch mal eine Live-Sendung. Und wir freuen uns, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerin, wenn du wieder live mit dabei bist, hier bei uns, beim Sender der Künste. In dem Sinn, vielen Dank, Nils und Nick, fürs dabei sein.
Hat es auch Spass gemacht? Ja, danke für die Drinks. Sehr gerne. Es hat Spass gemacht, euch zuzuhören. Und ja, sind auch morgen gerne wieder mit dabei, wenn es heisst Beat My Beat. Radio dell'arte. Sender der Künste. Art Radio. Radio dell'arte. Sender der Sender
Hoi Jessica, ich bin's. Ich weiss, es ist Sonntagabend und auf jeden Fall, ich brauche auf morgen ein Logo. Danke. Ja, klar. Shut the fuck up! Hoi, ich bin's wieder. Es muss animiert sein. Danke. Wer kennt es nicht? Dumme Kunden, die einfach nicht appreciaten, was man so macht oder einfach allgemein ein Problem, das man so hat in seinem Arbeitsleben. Wir alle kennen es. Darum sind wir jetzt da zurück bei Sender der Künste mit Space for Hate. Um allen einfach mal einen Ort zu geben, wo ihr könnt ragen und euren Hass auf alles rauslassen. Ich bin nicht da mit dem Sui. Nicht nur seine Maske ist schwarz, sondern auch einfach seine Seele. Und er kann jedes Projekt einfach schlecht und negativ machen. Wie Albert gerne so sagt, sein Leben wäre besser, wenn es gar keins würde geben. Ja, ich bin der Sui. Weil es mir immer so schlecht geht, komme ich amigs zu der Tabea. Das ist die andere Hose, die jetzt gerade geredet hat. Immer wenn ich irgendwie einen Rat brauche, wenn es mir scheiße geht, gehe ich zu ihr. Sie ist Illustratorin, hat auch schon ein paar Wände an der ZADK bemalen. Die überstrichen worden sind. Ja. Und heute haben wir zur Gast Marcello und Paul. Nice to have you nice to have you guys here. Do you guys want to give a brief introduction to yourself? No. Just tell us what you do, and like if you like, you can also tell us like what your pet peeve is or something that you like really hate from deep down in your heart, just to get like in the mood. Okay. Well, I'm Marcello. I study composition for film, theater, and media here at ZHDK. Can you say that again? What exactly do you want me to say that I hate? Just something that you really Just dislike, something or that I hate. a pet peeve of yours. That boils your blood. It could be anything. Yeah, you said something about bad music recently, and I think I'm really getting pissed by a lot of music that is around me, and I just feel like, why is this music here? Why do people like this music? Fuck this music. So that's something that I'm really pissed about as a musician, So that really, that's something. That's me. Fair enough. Paul, what do you really hate, or what even do you do? Well, I'm Paul. I study FTM as well. I've been studying FTM together with Marcello for 4 years. Yeah, thank God for that. I mean, I'm not hateful for many things, but if I guess if I would, I'll say the same thing with Marcello, bad music. Or Same thing? Yeah, but at the same time, we could have an argument about what is bad art in a way, right? It's suggested, yeah. All right, fair. And here we want to like give you a space to like let it out, just the things that you just mentioned. And if you don't know what to say anymore, or you don't know how to express your feelings, we gave you a little tablet where you have different buttons that you can push to also express your feelings if you run out of them. And then we have like our first segment. Sui, would you like to introduce it? Yeah, it's called Hate Away. So it's all about your hate, actually. What you don't like, what you experience with stuff that you don't like about the industry, about the field you're working in. For example, was there a project that broke you? Already? Yeah. We're still in studies and you're already asking whether we're broke by the business, basically. Yeah. It's never too early. Not only by the business, but maybe projects in the school. Yeah, there were some projects. Go ahead. Well, I guess Marcello and I, since we're both students, we're still a bit optimistic and naive about the music business and thinking that music should be the highest form of art in some ways. And that we should care about the music as a form of art more than anything else. But I remember I had since I'm involved and had studied with some musicians from the Hollywood music business, and I remember one quote that stuck with me, which was what my teacher said, which was, "We're not here for the music making business, we're here for the recording business." Meaning that we're not here to create art, we're here to create something that sells, basically. And he's speaking about Hollywood and the Hollywood film music business, and I still think that applies that to pop music as well, this music that we basically listen to every day. And
yeah, in some way that frustrates me that people care more about creating a product more than creating art. Mhm. Mhm. And not that you can have both. I mean, some products are incredible works of art, but usually the music we listen to sometimes are just, we don't know why the hell. How do you feel about that? Like, so that people don't really appreciate the art anymore and just want to make money, basically. Do you want to fit in that mold? I mean, it is the industry in it. I mean, I forgot who it was, but the last Disney CEO, he said that we're not here to create art, but we're here to create money, right? And in a way, I understand that as well. Yeah. Well, I mean, that applies to, that's something that gets me boiling. I mean, we could go more into depth with that, but I think the film industry is making a big statement for that at the moment. Like all the remakes, all those movies that are being done at the moment that have already been done in the past are just safe ways to invest money because they know that the people have already seen this movie as kids usually, and now they're like 30 and they're going to watch it again, and so that's safe money. And I think that's really not the way that you should go forward, because there's so many creative and amazing people. I mean, in Hollywood is the best place to find creative people, and in the end they do Shrek 7, Shrek 8. You know what I mean? It's like, why? Do we need that? Do we really need Shrek 7? Come on. Fast and Furious 16. Fast and Furious 16. I was about to say that I feel like on another way it's a gift for the humanity, you know, like Fast and Furious 7. I just like imagine Fast and Furious like 13 on the Mars or something like that. I mean, yeah, they're going to space, yeah, right? Yeah, I feel like, no? Oh, shit. What, really, space? Yeah, I think so. Yeah, they're going to space with cars, of course. Because, I mean, of course. Who wouldn't? Because family, right? I remember a mutual teacher of ours said that the latest Fast and Furious is very good because they just stopped giving a shit about physics. They're like, yeah, we used to make fun of Bollywood and shit, right? And now they're going. Vin Diesel is going to Mars. Yeah, I don't know. How much money do these people have to pay you to do like the worst job ever? Does it need a lot of money for you to give yourself up? It's not the amount of money. You're asking if we prostitute ourselves, basically, and what the price is. You said that, but yeah. Your words, man. But in some way, film music and at least the popular music industry, it is a form of selling something that they want, right? Yeah, sure. And again, my teacher used to say, you'll always get a job if you give them what they want, not what they need. Right. I'm sorry, you looked so deep. I don't know. But I mean, you know what I mean by that. Give them what they want, and you always have a job. Yeah, so you have sure. And another quote that comes to mind is, sometimes you have to make it as if it's their idea. Yeah. And so they'll buy your idea. And I find that really, I don't know, man. Sometimes I just feel like, come on, let's just do the best thing and not. But that doesn't sell. I know. I know it's idealistic to say that, but I know that I've been in this situation where I had to choose whether I wanted to do the thing that was interesting, artistically new maybe, or just, I don't know, who had it, and then we decided to not do it for the thing that would be, more commercially worthwhile. You know what I mean? Yeah. And that's, I just find unfortunate. But on the other hand, that's life. I mean, you got to deal with the cards that you're given. So do whatever you have to. I mean, we were talking about hip hop before and trap. And oh shit! Yeah, that's another topic. But I mean, at the same reason that they all sound the same because basically they're using the same formula again and again and again. Yeah. Because the first one sold quite a lot of money, so they're trying to recreate that thing. But unfortunately, they don't realize that it declines every time. But you copy the same thing again. Yeah, you make a copy of a copy of a copy. Yeah, right. So literally the art is just declining more and more and more, and then we see this horrible hip-hop. But then again, I think that's really up to taste, because I 100% agree with you. Yeah. But I think if you're like 10 today, 11, and that the only music that you hear is like this trap stuff that comes out today, you don't know any other music, and that's like the music you listen to, right? And to me it's horrible, because I know the music that came before it, which in my opinion was way better, but who am I to judge? You know, who am I to say that it was actually better? Yeah, but at the same time you could argue, I mean, what was the first YouTube video that hit, first song that hit 1 billion hits on YouTube?
Gangnam Style. Yeah, I knew that. How did I know that? But I mean, can you recall the song perfectly? I mean, right, just because it's popular doesn't mean it's gonna last. Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah. But if you're just gonna copy other people, you know you're not gonna last. You're basically just making a product. You're not creating art. Yeah. Right. Do you think you could like end up also in this kind of area of music where it's just about like producing, people have to like it, and it's not about any artistic background anymore? Are you scared of going that route or not at all? I don't think I can, honestly. I like, and I mean that in different ways. I mean, I'm not able to. I cannot produce trap music. I'm not able to. I tried to do it, and I don't know how. So I would have to find out how first. But then again, I think at one point, if I can make money in another way than this, then I'm going to do it in another way. You know, in the end, if I'm facing the choice, you can only do this in music or you have to quit music, then I'm going to quit music and I'm going to do something else because I don't know, man. I'm not killing myself for this, you know. Yeah, I don't know. What did you want to say? I mean, it's a living, isn't it? I mean, those producers who produce like the top 10 on Spotify or Apple Music. Yeah, but I'm never going to be. Yeah, I mean, sure, but those people, how happy they are, really, I don't know either. But yeah, no, sure. But it takes talent to be able to produce and produce and produce. No, and sometimes sure, absolutely. And, to be fair, people have to make a living, right? You don't always do what you'd like to do. So at the same time, I appreciate those people. Yeah, sure, absolutely. At the end, it's an industry, you know? Yeah, absolutely. It is. Yeah. You can't change it. I mean, you just, it's never black and white, and we figure that out as we grow older, that you're not always doing something you love, right? It's maybe 20% of your time, or even 10, where you actually do something you really love. And the example that Tabea just said was like you're not enjoying it at all, and then I'm like, yeah, but then why do it? You know, money, because it's work. Yeah, that's what I was thinking. I mean, you have to pay the bills some way, right? It, man. Do you want to like? Okay, let's say you get rich, you get like really rich from doing that, but you hate it. You hate every day of your life, but you get really rich doing it. But you hate your life. Like, yeah, okay, I got money, but now I hate my life, so why would I do it? You know, I prefer doing something else and having no money. Didn't someone say that it's better to cry on a Rolls Royce than a bicycle? That's bullshit. I knew you were going to say something like that. I mean, but don't you feel like at the end it's just a job, and if you can make like a clear Grenze, a border, like this is work and this is how I enjoy life. Yeah, but I can't do that. You can't do that. No, music is my passion. Your life. Music is my passion. Yeah. If I cannot make music that I don't enjoy, I've tried to do it, and it just then it's like a job. Then you can do any other job. Why do music if you do that, right? But I don't think it's that black and white. I don't think that you have to hate it but you're going to be successful. But I don't think that it's like that. We're doing a very specific scenario now. I don't think it's like that. Yeah. All right, so enough from you now. Now we go to our next segment. It's called Rate the Hate. Well, didn't you have another question? Sorry. The first question, you had like a second part to it, like something that you hate. Or what was it? Yeah, you could answer that. Now, Wait, what was the question again? The question was, what is something like your biggest pet peeve in general? What does that mean? I don't know. It's like something that you really, really dislike. For me, it's like cracking knuckles from people. Like if somebody does this, I'm like, fuck you. Oh, fuck, sorry, I shouldn't curse too much here. So let's go to our next segment. Oh, I can't resist. Rate the hate. Rate the hate. It's called Rate the Hate. And now, because you pissed me off a bit, we're just going to play a video. Okay, we have like voice memos from people or like stories from other people. And we're going to play them to you. Yes. Put your headphones on. And we would like you to react to it or just tell us what you think about it, your thoughts on it. All right. Last night. What was it like going to music school? I went to Berklee College of Music, and I can honestly tell you it was an incredible experience, but it's only going to be an incredible experience if you put a ton of work in. Music school is not for people who want to just party every weekend and go out and get drunk all the time. You really have to put a ton of work in and out of the classroom to be successful. During my time at Berklee, I was arranging and writing for other artists, I had a band, I was singing at weddings, and I was a full-time student. And most people I know who are successful out of there were doing pretty much the same type of stuff. It's also very competitive. There's a lot of people who want the same gigs as you, so put your blinders on and don't be afraid.
What do you think about this, Paul? Me? I heard you laughing about the part with partying. Do you not agree with it? No, I was laughing also the fact that he's a Berkeley student, because I know a lot of Berkeley students, both jazz, pop, and film music. Watch what you're gonna say now. Yeah, I mean, but there is a stereotype called the Berkeley sound. Yeah, I know. Yeah, right. What is it? A Berkeley sound, that almost every jazz musician there sound the same because they have the Berkeley sound, basically, right? Yeah. But I mean, I agree with everything Yeah, that I you mean, said, basically. Yeah. yeah. You have to fucking work your ass off and work more than others, because otherwise they're going to work more than you, and then they're going to get the gig. So yeah, it's very competitive, and it's all true. Yeah. And there's still alcohol in there. I mean, come on, let's be honest. You can still have a party every once in a while. It's not going to kill you. So you just drink the pain away, kind of, or? That's your interpretation, but it's true interpretation in some cases. But no, but actually, you know what? That's actually something that pisses me off a bit. Is we are very, very busy usually. Like in our studies, everybody's working all the time. And if you go, hey, you know, let's grab a drink or something. No, I still have to finish this and that. And it's really something that you hear a lot. And even when we're in a group, it's like, okay, you know what? We just had the last class. Let's go to the bar and stuff. Yeah, no, I can't. I have to do this. I have this deadline tomorrow and stuff like that. And that's really a problem. I mean, it really isolates you. I mean, the first 2 years of our studies are the most lonely years that I have ever spent, I think. You're always working alone, since we're composers. We're sitting in a room with a screen and that's it, right? After 2 years, I realized that, and then I started actively working against that. But I had to do that, because otherwise I would just be in a room all the time. I know exactly what you feel like. I feel like for video production is the same. Yeah, of course. Yeah. And for example, like I do a lot of stuff in the breakdance community, and we had the festival in summer, and it was like a whole weekend. And after everything was over, it's a wrap, you know. Everybody was like, yeah, let's go to drink something and just celebrate that it's over. And you with the camera, you like, no, I have to. Your work is only starting now, right? Exactly, yeah. And it's like the same, no? And it's also like, I feel like also a really big problem in the art and design space. Like, I don't know, I just feel like we like to suffer, no? I think all artists are masochists in some way. Somehow, like, if you walk like the hallway and you see someone walking past you with eyes like Augenringe, eye rings, and you just like, yeah, how long were you awake? You know, it's something like normal, no? Mm-hmm. It's crazy. Yeah, and it fits really much into the society of nowadays, which is very focused on work, basically, and on overworking. I mean, the clinics are full, I'm just saying. You know, I don't know if it's very healthy, but on the other hand, yeah, the guy that we just heard, I mean, he's kind of right. You know, if you want to get somewhere, you have to kind of set your priorities. Yeah, it's just reality. Yeah. I mean, I could ask you the question. You're not doing art because you want to make money, right? Me? No, yeah, no. Of course not. And I don't think. Suffer. Well, suffer is a different thing. I mean, all artists are a bit optimistic at the beginning, and then once they go to college, they realize slowly but surely about the harshness of real life. Yeah. But then, why is that? Because we sell them the dream. Say it again. What do you mean we sell them the dream? Yeah, like, why do they feel like it's kind of romanticized? You know, I mean, because we sell them the dream that it's cool. Or that's not necessarily true, but you have whenever you. I mean, I go back to Hollywood again, and when I watch those old films about Hollywood and those beautiful images, you have this imagination, right? And then you want to be part of that kind of society, but then once you go deeper, you realize how dark it is actually. That how some people are actually abused in some ways. Yeah, I mean, I would say you have a passion. You discover something, and it's just, wow, I want to do that. That's just amazing. And then you start doing it, and you slowly encounter the difficulties behind it, and I need in the collaborations that is difficult. To get gigs is really difficult, and then you see that a lot of other people are actually
out for gigs as well, and then you realize, holy shit, there's too many people for not enough jobs, so there's always very harsh competition, and then that's the moment when you slowly realize what's going on, and then the decision is, well, am I going to stay in this or am I doing anything else, you know? And there you could usually tell the difference between people who generally want it and people who just did it for the sake of it, right? People who quit, basically, their dreams were just made of dreams, basically. But I mean, there are people like that. I mean, they realize what reality is and they give up. But people who are generally passionate about the art they want to do and the fact that they want to show something to the people, they will stay, right? Because Do you they think really it's want worth it though sometimes? Because well, that's up to you, in a way, right? is there enough passion for some industries as But maybe Hollywood or some other industries which are so fucked up in so many ways, just so you can live out your passion? But that, I mean, that really depends on a person as well. I mean, listen, Van Gogh was never successful throughout his whole life, right? But now we consider him the greatest one of the greatest artists, right? But his whole life was basically shit. But he did, and he suffered. Like and he suffered. And I actually met one student, not here, but one student who purposely made his life shit so that he could live like an artist, right? Because he thinks an artist should suffer. Which is really confusing to me. That's kind of confusing. Yeah, in a way it is. I mean, but there are people like that, and it really confuses me. It's like, why would you purposely make your life even worse than it is? Yeah. Because, I mean, even as a student, an artist is pretty terrible. You have to work almost all the time. Yeah, sure. And why would you make it worse by having you have to live in a really shitty apartment, you can't eat for 3 days. Turn down the radio. Yeah, exactly. It has to be cold. And drink wine, 3 bottles of wine per day. But bad wine. It has to be cheap exactly. wine. Some main character energy there, okay. All right. We do have another story to share with you, but we can't. No, I'm gonna tell it to you just by saying it because we can't disclose the person. It's someone who works at Sender der Künste. We just call him S. Point, and he used to work in advertisement, and he also did music for advertisement. And he told me the story that in the 90s he worked for a lot of NGOs that didn't have the best morals. Sorry, best what? Morals. Morals. Okay. But he just did it because the money was good in the 90s. And he told us one story that for 1 week he sent this NGO for an advertisement commercial in Alaska. He sent them like drafts for 1 week, like I don't know how many, a lot I guess. And then after 1 week they were like, we want wooden flutes in there because like no one knew why, and he didn't know. And they told him, it should be like Indian or maybe South African. And then South African, wow. Yeah. Because it's in Alaska, of course, yeah, sure. I mean, yes, I think it didn't add up for anyone but them. And then maybe the question to you about the story, how is it also frustrating for you if people give you like weird things they want in music that you don't understand, or you clearly know that it's not going to turn out good that way, but you just have to do it because it's your work? I got one. I got a story. It's more or less about that, but it's funny. So I had this project, a movie, an animation movie, and there was, I'm not going to say which one, of course, and it was a nice movie and it turned out well and everything, but that was really funny. So we had some money, so I could record different things. And I went around, I went to another country and I recorded a lot of stuff, and I recorded bands and everything, and it was really cool, like the music was really cool. And I was working like a crazy person, and the thing was I had sent them like mock-ups, so like MIDI files of what I was going to record later on, so we could discuss about it, and they were like, yeah, change this, change this. And then I did it and went to the band, recorded it, sent the whole soundtrack back to them, and animation people are very precise, so there was like a couple of frames that were a bit off now because the musicians are not exactly playing it as it is on the MIDI, right? And instead of saying, okay, you know what,
let's talk about it, or maybe we can switch. So they just straight out went, you know what, let's just take the MIDI mock-ups for the final movie. And you know what MIDI sounds like, you know? And I had spent, I don't know, $5,000. Not me, that's the budget. I had spent all of it, and it was really cool, and it sounded really good, and they were not happy because of that. And they didn't tell me, it was the sound engineer who told me. He was like, yo, you gotta talk to them, man. They want to throw out all the recordings. And he convinced them not to do it. They didn't even talk to me. And so that's like, that happens sometimes when you're a functional musician working for other people, is that, and in my eyes, that's a bit of a lack of respect, because it's like, let's talk about it. You know, we could find something. Just let me know where, and then we'll figure it out. But not talking about it and just going, you know what, we'll just take the shitty MIDI because it's tighter. It's just disrespectful. And yeah, and in the end, the sound engineer convinced them, and it was great. It turned out great, you know. But that moment was just, he just told me, you know what, they almost took the MIDI, and I couldn't believe it. I have a story similar to that, but even going worse than that. Yours are always worse. I know. I somehow work with very talented people, but they somehow screw me over last minute in some ways. Same story. This person wanted me to record music for her film, and I said I would love to, because it sounded like a fantastic project, and she wanted this kind of music, and basically she wanted me to improvise on the cello. So I did, and I recorded on my iPhone. Oh yeah, I remember. And I sent it to her, and she was like, "Oh, that's fantastic. Let's use that." I was like, "Okay," because I'd never considered myself a good cellist, so I was like, "Let me record for a real cellist, right?" Because I would love to have someone who's more experienced on the instrument than I am. So I did, and I sent the recording, and this person was like, "Yeah, it's fantastic, great." And I was like, all done. And when I went to the premiere, she used my iPhone recording on the final film. Yeah, you had recorded on your actual phone, right? It wasn't even a real recording. No, it was on my iPhone recording. Fucking hell. And what made it worse, but the thing is, it wasn't bad, because the iPhone recording had some kind of quality to it, really bad quality sound that kind of worked with the film. But on top of that, she cut it into pieces and changed the orientation, so you hear these white noises, and then stops suddenly because she cut it, and then it comes again. Ooh. So that was that hurts. And that hurts. It was me during the premiere of the film watching that. I was like, and in the end, confused. It says music by. That's what I was gonna ask. Was your name? Yeah, it was on my name. I just realized you got way worse than we like. The reason why we don't give out the raw footage, it's exactly that. Like, they can took your piece which you film and edit in the whole shitty thing and put it out, but you guys just give out the raw, actually just the audio, and that's way easier to chop But up. hey, these things you learn as you grow. You learn that you don't give demos that sound like shit at one point, right? Yeah. And I hear stories from Hollywood, including someone like Hans Zimmer, and apparently he's more of a businessman than he's a composer. He's a fantastic composer, but he's also a businessman. And I heard stories from people who worked with him that he's so good that he convinces a director that it was their idea, that what he wanted to do, basically, right? He's so good with words, apparently, that he could really convince a director that what he wants to do is their idea, right? So there are points where you're so good at what you're doing that you get what you want, basically. And Hans Zimmer basically owns everything in Hollywood at this point. That's crazy. Yeah, that's another story. Yeah, but this is life. It happens. Shit happens. And you just have to get over it. Yeah, it's not the end of the world. And at the same time, but when you're in it, it so fucking hurts, because especially the more time you have invested, the more it hurts in the end, right? And at the same time, you're also, if you're working, especially in film music, you're also a businessman. You have to please the director because it's their project, and so you have to do what they like to do. So you have to find some kind of compromise at the same time. Absolutely. I just feel like it's so hard to distance yourself from a work which you put in with your creativity, but at the end it's just a service for another guy. No? But at the same time, directors know other directors. You don't want to be the one where they say at a party, for example, they say, "Yeah, this guy's a complete pain in the ass to work with." You don't want that kind of reputation, right? You want to be the one where they do basically whatever you want.
right? Yeah. And there are special cases, of course. I mean, there are composers who never did film, but they're famous for their concert music or whatever music they did, like Olafur Arnalds. He didn't do any film, but he'd made a lot of albums, and they want that sound, and they want to work with him because of that sound, right? But then he says what the sound Exactly, is. exactly. But there are special occasions, but usually That's actually really interesting. You can actually choose that, and I think we are in a position now to choose which way that we want to go. Am I going to be the one who is being recognized by the sound of my music, and that's the guy who sounds like this, and then I get him, and then I just do that? Or am I the guy who, I need exactly this, and I'm like, I can do everything, so I'm going to do that. Yeah. And I lean towards the first one because I just don't think that I can do so many different things and be at peace with myself. And You it's know what I mean? easier to be known as this artist who has this sound, and people want you for that sound, not because they want your I reputation. don't know if that's realistic, though. Yeah, but I mean, I would prefer, if I could choose, I would prefer that. Yeah, totally. But you just have to write, Yeah, right? I mean, totally. But that's something I tell also the young people from our subject composition for film, music, film, theater, and media, that it's better to be known as someone who has an original sound than just being a film composer. Because let's face it, the film composers who are famous today, or at least became popular, are the ones where they got invited, right? Yeah, you know exactly who John Williams is. Or Johnny Hans Greenwood, Zimmer, because he's Radiohead's composer and he has a particular sound. Johann Johansson, who has a particular sound. Olafur Arnalds. Yeah, I mean, it's easier to become famous than just being a film composer. I mean, who the hell wants a film composer? Nice. Since you give advice to other people that study with you, we can go to our next segment. It's called Healthy Hate. Healthy hate. Hass macht schlank. Should we hate more? I feel like we should hate a bit more, no? No, it's Is fine. it good? Is it you a can good amount of also hate? calmly hate. That's fine. Okay. And Passive hate is good. Yes. As well. Okay. And now in the next segment, you want to say what's about? You guys just told us about your worst stories, or one of your worst stories. But in Healthy Hate, we just want to know, how do you cope with pressure? How do you react, or what do you do in such moments? I remember one good mentor of mine said that he had so much pressure, he was, at either work or just kill yourself at one point. And there is some truth in that. You are so in pressure that you don't know what the hell to do, but you somehow overcome that at one point, right? I'm having a lot of trouble with that sometimes. I honestly, during the studies, the pressure is only artificial. It's you have to do stuff for, I don't know, other students projects or for teachers or anything. There's no real pressure there. But still, we feel the pressure. We still feel we have, I don't know, 4 projects at the same time, and they all need to somehow turn out good, and then they're going to be presented, so you don't want to present anything that is shit, And I think sometimes, when the semester is really packed and you feel like, oh shit, all the deadlines are coming, everything is going to be presented, I don't know. I'm really down, man. I feel that pressure a lot, and especially when it's over, I need a week or something to recover, just be kind of normal again, and I don't know. Then sometimes I realize how we should do more. We should pay more attention to ourselves and the way we feel, our bodies, do more sports, be more healthy, to deal with that. Because if you're not healthy and you're under that pressure all the time, you're gonna crack. Yeah. And I've started I've been doing the bachelor here already, and I'm in Masters 1, and I have realized that recently, and so I've started doing more sports now to just physically cope with what I have to do, So yeah, I think that would be my strategy, number one. Here, I will mention my great mentor and someone who I admire very much, Nan Schwartz. He used to tell me that if you want to work in Hollywood, you have to stay fit, because Hollywood will kill you at one point if you don't stay fit. Yeah. So she used to go jogging 1 hour a day at 4 a.m. Right? Imagine 4 a.m. to just go jogging. Because in LA, Los Angeles, it's so hot in the morning and the whole day, so you have to go jogging at 4 or 5 a.m., right? And she used to jog every day 1 hour just to stay fit. Yeah. And she wrote a television series where she would have to start writing from Monday till Wednesday,
and she will get the script on Thursday and then record on Friday. So she doesn't even know what the hell the story is about until Thursday, right? And she has to write the music beforehand. Yeah. And that's a lot. I mean, for that, you have to respect the Americans because they work like crazy. Yeah. That's the American way. Yeah. I couldn't do that. I can't do that either. But in another some ways, mentality. you have to respect that. As well. Absolutely. But you have to also acknowledge if you are not capable. Yeah. And I'm not capable of And doing that. me being an idiot, next semester I'm doing 4 projects at the same time. Yeah, I told you shouldn't do it. But at the same time, these are interesting projects, and I mean that's cool. If it's interesting, it's cool. But I mean, I've killed myself for interesting projects as well, and it's I don't know. And at the same time, these are not real life projects where if you fuck up, I mean, even if you fuck up in real life, how much of You're a consequence? You're not gonna die of it. Yeah, sure. I mean, the story is in Hollywood, if you fuck up as a composer, you might get another job. If you fuck up as a director and not get any, I mean, I don't know what it is, you have to have twice as much of the budget you have. Then you will never work there again. So the pressure as a director is far more than a composer, right? There's more risk in it. Yeah, exactly. So I mean, we're lucky in that sense that we don't have that risk compared to them. Sure. But at the same time, it's just a project. If you screw this up, who the hell cares? I try to tell this to myself as well, but I have like a lot of issues. Yeah, but that's the artist within you telling that you have to create the best product as much or best art you can make. But at the same time, who the hell cares, right? I care. Yeah. Thank you. I mean, can you name the winners of the Academy Award in 2016? No. Who the hell cares? It's just a fucking movie. No, sure, I agree with that. I don't care who likes it, but if it has to be good for me, I don't know. Do you think you can like put work and your private life, like, do you have it together, or do you have like a work-life balance where you're like, now I'm working and I'm not working because like I'm not able to kind of put this away from each other? I mean, can you do this? Nope. I mean, we have to in some way, but let's face it, we're working in the field of art. It's almost impossible. You have to have some compromises, but at the end, that's life, isn't it? You need to have compromises. And I think that's the price that you pay, because you're incredibly privileged if you can work in your art. I mean, we rarely acknowledge that. And one of the prices that you pay for being able to do what you like is that you have to do what you like, and you have to. And in my case, I mean, I shook my head when you were talking, saying, no, I don't have a separation between my working life and my personal life, because I mean, sometimes when I wake up in the morning and I don't have to come to school, the first thing I do is sit at the piano and just play, because sometimes you're just inspired and you want to do it, and other days you can't even imagine sitting down at the piano and just start playing, And ironically, we're both working in the music. When was the last time you listened to music for pleasure? Right? I don't know. I mean, directors as well. When was the last time you watched a film just for the sake of watching I it? feel like it's over. It's over. I can also never watch a movie again like I used to before. But that's not a bad thing in a way, because you became a bigger person. More aware of it. Aware, but I mean, really, like a child, watching a film like a child. When was the last time I think there's another aspect in the question, because we were talking earlier already about over stimulation, and there's too much, and this society, this, let's say, over capitalistic society where you have just everybody is just close to being in a burnout, or already having it, or already in it. But I think in our case we have to distinguish what do we mean by that, because if I get up and play the piano, I don't have to play the piano, If I get up and immediately have to start working on my project, then that is work. But is the other one not work? Because I'm kind of finding out something, and maybe I'm gonna right now when I'm relaxed compose something that I'm gonna need. So it's the frontiers are very much less clear, let's say, in our field than if we were, I don't know, working in finances or something like that. I have another story. My old cello teacher, whom I learned a lot about music and also playing music from, I was part of his master class where this very young girl played music for him. And she played fairly good, but not the level he was expecting. And once she finished, he asked her, do you like music? And of course she said, yes, of course I like music. And he replied, liking is not good enough.
I mean, there is some. It's extremely harsh, but there's some truth in it. If you're gonna go in the field of art, liking is not good enough. You have to love it in some way to the point that you have to sacrifice a lot of things. That's true. Right. I agree 100%. But I mean, if you love it enough, you'll be willing to sacrifice some part of your life to do it. And I think that's a sacrifice every artist have to do. Yeah. That is a really nice ending. We don't have too much time anymore. Do you maybe want to give like some small advice for other people to maybe try to tap into the space of art and design? I like the quote my great mentor Nan Schwartz always said: "Be simple but not simple-minded. Be complex but not complicating." That's beautiful. You need to top that. You agree? No, I don't have to say something now. No, that's good. Let's take that. That's good. All right, cool. So we thank you a lot for being here, and because you have been here afterwards, we'll give you a little certificate. It's called Me certificate, because now you all complained all of the time. So I think we should appreciate you and give you a little certificate that you can hang up at home when you feel bad. Look at it. So we have a bit of hope about art in the future. Yeah. Maybe even if it's just this little paper, it's better than nothing. I mean, yes. You know, I didn't achieve much in music, but I achieved this. Exactly. Yes. Just take it and run with it. All right. Thank you so much. Thanks. So this was it for today, and tomorrow we'll have a writer and someone from scientific visualization to talk more about the problems and issues in their field. Das war's für heute. Morgen gibt es neue Opfer und ich grüße meine Mutter.
Test. Yeah. Oh, fuck. We have to stop the music. Hallo zusammen. Hello. We're live here from Sender der Künste, Art Radio. How are you doing, my friends? I hope you had an enjoying night with Beat My Beat and Hate for Space. No, Space for Hate. Yes, I'm great. Ricardo here speaking is Arden. And we are doing a little intro before playing our first episode from Paradox. Yeah. How did we come up with this idea, Ricardo? Well, our really nice teacher gave us a topic called now. And what is now in the present time? How do we experience this word? And how difficult is it to describe? What do you think? Well, yeah, we by analyzing the word now in our society and the way we live today, we ended up understanding that our society is based on many paradoxes. And so out of all the paradoxes we found, we chose the paradox of free will and determinism. What would you do with that? Well, it's when we start with the paradox of free will, you can go in so many ways, for example, in physics or psychology, or even in the theological studies. For example, can there be a God and a free will? If God knows everything, there is no free will or can control everything. So that's why we have the first episode. It's about choices. Exactly. And in this little first episode, you'll hear two voices who represent the two extremities of the paradox of free will. And we asked two actresses to put a Stimmung, like we say in German, a voice and a character to these two characters, so that they could actually put a dialogue into this two. Oh my God, into this dialogue. Yeah, whatever. Yes, and for us it was a really nice experience. It's how interdisciplinary course here at the ZHDK, Zürcher Hochschule der Künste. Well, and I could work with trends and identity, so now I understand what they study somehow. And I understand what you study, cast and audiovisual design. So, and without no further ado, we show you the first act from our... Enjoy. Hallo? Free will is the capacity of agents to choose between different possible courses of action unintended. Free will is closely linked to the concepts of moral responsibility, praise, guilt, sin, and other judgments, which apply only to actions that are freely chosen. It is also connected with the concept of advice, persuasion, deliberation, and pre-invasion. Determinism is the philosophical view that all events are determined completely by previously existing causes. It is the concept that events within a given paradigm are bound by causality in such a way that any state of an object or event is completely determined by prior states. Free will is the capacity. Determinism is the philosophical view that all events are determined completely by previously existing causes. Free will is closely. It is the concept that events within a given paradigm are bound by causality in such a way that
realistic, which imply an object process particularly transformed by prior states, also connected with the concept of advice, persuasion, deliberation. Determinism is the philosophical view of free will as the capacity of agents to choose because it follows simple courses. It is the concept that events within the given paradigm is close to categorical in such a way that any stability, an object can be completely beyond judgment, which apply only to actions that are really chosen. It is also connected with the concept of advice, persuasion, deliberation, and variation. What's happening? What's going on? What is that noise? Wait, you. Oh, not you here? Why? Who cares? None of your business. If you thought I was dead, surprise, I'm not. You. Oh! Now, here. Who cares? Something is wrong right now. Do you hear that sound? Don't change topic. Just... Don't even try. I did everything, every single thing to avoid and not see you again since the last time we spoke. And here you are, standing in front of me. Ugh, out of nowhere. What a coincidence, huh? I think I should leave. You know I do not believe in coincidences. What is your reason to be here? Don't think I wanted to see you too. I can tell you haven't changed at all. You always do this, you and all of your reasons, choices, and expectations. May it be destiny or coincidence, it doesn't change the fact that we are both here right now and something is not right. You are the one who is not right. You distract yourself from real problems, find cheap excuses to justify your life hurdles. Whenever there's time for action and solution, you are simply passive. You are numb. You put all the people surrounding you and get harmed. You didn't lose your distorted view of your small world. You wish to think that everything you do is right and that you have total control over your life. You can't even accept a little bit of coincidence in your life. It's all you. Absolutely not. Just like there is an answer to everything, I know there is a reason for our encounter. I know that seeing each other after such a long time is not a coincidence. And whenever you are willing to give me an answer or not, I will find it in myself. It is my will to explain life, to choose what I desire, what I want to have, and what I want to be. Well, while you try to find a resolution to this coincidence you want to dismantle, I will try to find a way out. I am tired of listening to your nonsense. I told you, something strange is happening. And maybe, just maybe, we should start listening to the alarm. I have still not finished. Let's leave. Well, my friends. I hope you liked it a lot. Do you feel enlightened? Yeah, well, we hope you enjoyed our first episode. And as a little surprise, Robert, there, you can come here. Please and talk to us. We can listen. What is your comment from this little first episode? Wherever you want. Robert has joined us here today. You can put your headphones on. Okay. Hello. Here, this one. Can you speak on the mic? 4. All right, I can hear myself now. Hi, Robert. How are you doing? I'm doing very well. Thank you for asking. We heard you just came out of quarantine, right? I came out of isolation about a week ago now. It's getting better. It wasn't the most fun time, but you do what you have to do for safety. That's good. So, what is your opinion about this first episode? Well, I mean, it's definitely an interesting topic, I have to admit. Like free will, coincidences, where there's a bigger reason behind things. It's not an easy decision, and I feel like there's lots of different ways to look at it, especially since there's no fundamental basis or rational background behind it.
there's a lot of room for the philosophical freedom. So it's a really interesting topic to discuss about. Yeah. And what about you, Ricky? Well, you ask me a bomb of a question if you come like that. Can you repeat? What is your opinion on the determinism and free Well, will? my personal opinion, well, I'm not a god, so I can't decide if it's over someone's life. No, it's really difficult, to be honest. So I wish to know that my choices have value, but how can I know, like, if isn't it determined or what? Because if I look back in life, every decision I made is kind of part of the ideology I supported then or now. So it's more like obvious what decisions I made or not in this kind of way, but who knows? It's like a super connected world. We never know what impacts us every day. Maybe I die tomorrow of a heart attack because I drank too much sugar. Yes. What do you think about this topic? Well, in my case, it depends on the context. Many times I do believe in free will, and other times I like to think that everything is already determined. But it really depends. I'm still figuring out a good answer. I don't have an answer to that, but I'm trying to work on it. And this work has given me time to actually think more on the topic. Thinking, good transition for our next question. Robert, tell me, what is your connection to the word now and this topic and with free will? What do you see about that? You mean what my opinion on free will is? No, free will, the combination of now. Is your now determined if you looked at it? How do you define determined? Well, like there are different explanations. For example, physical, like for example, the universe may be determined from the Urknall bis to the end of the universe in this kind of way, or your personal, like, do you believe in God or? So, from my point of view, I mean, if you look at it scientifically, there has to be some correlation between the things that are going to happen and the things that happened in the past. But there's a lot of probability and statistics underlying the whole physics behind the whole concept. So I would not say that you're actively able to influence any of that with any free will or whatever, because in the end that would imply that you're sort of putting some energy or information into all of nature, which is not present yet. So I think things are not inherently predictive just because there's a stochastic underlying basis for everything in physics. But at the same time, things are definitely happening because of the interaction of the past with the present. In my opinion, there's no higher God or higher purpose in any of the things that are happening, but they're just happening due to the dynamics of nature. Out of all the things we were planning to do today, did you expect to come here and talk live? I did not expect it at all, and honestly, no. There was also no basis for me to expect that. Do you think it was a coincidence or a choice made by previous actions that led you to this moment right now? I mean, considering the fact that I don't believe in free will personally, I would also not say that any sort of choice could have led me to this position, because I'm not constantly making choices. I'm just observing whatever is going on in my brain and the environment. So something in the past caused me to be here,
But I don't think there is a specific set of events that led me to this point. It's more the combination of everything sort of converging to the present, if that makes sense. Yeah, no, it does. Totally. Good. Thank you so much, Robert. Thank you listeners, for joining us tonight. Tomorrow, our second episode will go live at 8 p.m. again. Don't miss that out. And yeah, we thank you so much and hope to have you tomorrow at 8. Have a great evening, guys. Leave a like and a comment and abonniert Sender der Künste. We're out. You're listening to Art Radio. Sender der Künste. Radio de l'art. Radio de la Schaltet. Transmettuesi arte. Radio dell'arte.